Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen leckeren Schaschlik-Topf mit Paprika, Zwiebeln und einer leckeren Soße. Dafür habe ich hier als erstes ca. 800 Gramm Schweinenacken am Stück. Als erstes schneide ich das Fleisch in ca. 3 cm dicke Scheiben und danach in relativ dicke Würfel, so wie man das auch gerne für ein Gulasch macht. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, die Pfanne richtig schön heiß werden lassen, dann das gewürfelte Fleisch in die Pfanne geben und für 3 bis 4 Minuten richtig schön scharf anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um das Gemüse, 3 Paprikaschoten waschen, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Dann noch 2 große Zwiebeln abziehen und grob in Stücke hacken. Jetzt das Fleisch ruhig schon mal mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Anschließend einmal wenden bzw. durchrühren. Von der anderen Seite ebenfalls 3 bis 4 Minuten anbraten. Und dann aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Jetzt das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben, eventuell auch etwas Öl nachgeben, wenn nötig. Das Gemüse unter gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Dann kommt ein gehäufter Esslöffel Tomatenmark sowie mildes Eiweiß dazu. Kurz unterrühren. Jetzt kümmern wir uns um die Gewürze. Je einen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, scharfes Paprikapulver sowie süßes Paprikapulver dazugeben. Außerdem je einen Teelöffel Kumin, Knoblauchpulver und Currypulver. Danach mit 200 ml Gemüsefond sowie je 100 ml Apfelsaft und Apfelessig ablöschen. Alles einmal kurz umrühren, zum Kochen bringen. Jetzt das Fleisch zurück in die Pfanne geben. Außerdem 750 ml passierte Tomaten dazu gießen, nochmals gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, den Schaschlik-Topf zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel bei niedriger bis mittlerer Hitze für 1 Stunde sanft köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, den Schaschlik-Topf einmal umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann. Und danach mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen. Zum Schluss mit einer guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken. Außerdem gebe ich noch einen guten Esslöffel Zuckerrübensirup dazu. Das Ganze jetzt ein letztes Mal gut umrühren und dann können wir auch schon servieren. Den Schaschlik-Topf zusammen mit ein paar Pommes auf Tellern verteilen. Für die Garnitur noch etwas gehackte Petersilie drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.